Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung des Gebäudebuchs geht's in den folgenden Minuten um spezielle Hartschaumschneidetechniken mit dem Proxon Thermocut. Damit könnt ihr einfache oder komplexe Bauteile aus nur einem Stück zuschneiden. Das spart nicht nur Hartschaum, es sieht auch viel besser aus. Um all die Schneidetechniken auch im Buch erklären zu können, mussten sie natürlich einen Namen bekommen. Wir starten daher mit dem An-Ausschneiden, quasi der Grundlagentechnik für alles Weitere, und steigen direkt mit einem Beispiel ein. Alles, was ihr zum Nachbasteln braucht, sind ein Proxon Thermocut Heißdrahtschneider mit einem Führungsanschlag bzw. Führungsschiene. Außerdem ist ein Fußschalter extrem hilfreich, damit ihr beim Schneiden beide Hände frei habt. Infos und Links zu allen Tools findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Schnappt euch dann einen rechtwinkligen Hartschaumblock und zeichnet auf einer Seite 2 Punkte ein, die gleich weit von 2 Kanten entfernt liegen. Es entsteht eine ganz einfache rechtwinklige Fläche. Stellt dann die Temperatur an eurem Proxon Thermocut auf Stufe 2, um gleich möglichst kontrolliert und verlustfrei schneiden zu können. Achtet zudem darauf, dass euer Proxon-Draht absolut senkrecht ausgerichtet ist, auch in die Richtung, in die ihr schneiden wollt. Legt den Block dann mit einer Linienmarkierung hinter den Draht und haltet ihn gut fest, während ihr euren Führungsanschlag zur Stabilisierung heranzieht. Jetzt könnt ihr das Gerät einschalten und den Block gerade zu euch heranziehen, um auf der Linie entlang zu schneiden. Bewegt den Block dabei so langsam bzw. schnell, dass der Draht immer senkrecht bleibt und sich nicht spannt. Sobald ihr die Ecke erreicht habt, schaltet das Gerät aus, um den Block um 90 Grad zu drehen und auf der nächsten Linie entlang schneiden zu können. Achtet beim Ausrichten des Blocks und Heranziehen des Führungsanschlags darauf, dass der Draht weiterhin senkrecht bleibt und ihr genau an der eingezeichneten Linie entlang schneiden könnt. Fahrt dann genauso fort, um nach der nächsten Ecke bis zum Rand des Blocks zu schneiden und so das innere Stück sauber herausgetrennt zu haben. Insgesamt habt ihr kaum Verschnitt und das kleine Stück passt immer noch wunderbar ins große. Das ist die An-Ausschneidetechnik, auf der sich nun das in einem Stück Schneiden aufbaut. Stellt euch vor, ihr wollt die Etage eines Gebäudes bauen. Üblicherweise schneidet ihr dann vermutlich 4 Wände zurecht und klebt sie zusammen, oder? Der Nachteil hierbei ist, dass man die Kanten sieht, an denen die Wände zusammengefügt wurden. Dort habt ihr dann immer eine sichtbare und senkrechte Fuge. Schneidet ihr die Etage aber aus einem Stück, habt ihr nur eine Klebekante. Und wenn ihr die genau in eine Ecke platziert, sieht man sie später überhaupt nicht mehr. Wie das geht? Nehmt einen Hartschaumblock, der den Maßen eurer geplanten Etage entspricht, und zeichnet den inneren Umriss der Wände ein. Wobei, die Eckpunkte genügen bereits. Stellt die Temperatur wieder auf Stufe 2, um an einer Ecke senkrecht in den Block und bis zur ersten Markierung hineinzuschneiden. Danach geht's wie eben beim An-Ausschneiden gezeigt von einer Ecke zur nächsten weiter. Kleiner Tipp: Damit ihr an der Einschnittstelle euer Bauteil nicht beschädigt, spreizt das Außenstück einfach mit einem Hartschaumrest ab. Sofern ihr langsam und kontrolliert schneidet, können hierbei nur 2 Fehler passieren. Ihr schneidet entweder an den Ecken nicht weit genug bis zur Markierung oder ihr schießt übers Ziel hinaus. Die Folge sind jeweils ungleichmäßig dicke Außenbereiche. Aber kein Problem. Schneidet ihr zu weit, löst das Bauteil einfach kurz vom Draht und dreht es dann in die nächste Schnittrichtung. So habt ihr zwar etwas in die Ecke hineingeschnitten, aber der weitere Zuschnitt kann wie geplant fortgesetzt werden. Habt ihr hingegen kurz vor der Eckmarkierung gestoppt, dreht das Bauteil einfach ganz normal weiter und drückt es an euren Führungsanschlag. Dabei wird der Draht ein wenig gespannt. Sobald ihr das Gerät nun wieder einschaltet, richtet sich der Draht wieder senkrecht aus und schneidet wie von selbst zur markierten Ecke. Das dauert knapp 1 Sekunde, danach könnt ihr euren Zuschnitt fortsetzen. Das Ergebnis sind, trotz aller Korrekturen, gleichmäßig dicke Außenbereiche. Dieses in einem Stück schneiden funktioniert natürlich auch mit komplexeren Formen. Hauptsache, die inneren Umrisslinien liegen stets parallel zu den Außenkanten. Auf diese Weise könnt ihr zum Beispiel Wände aus mehreren Schichten aufbauen.
Sobald ihr dann unterschiedlich große Öffnungen hineinschneidet, bekommt ihr sehr plastische Fensteröffnungen, Durchgänge oder könnt coole Verzierungen entwerfen. Natürlich funktioniert das An-Ausschneiden und in einem Stück schneiden auch mit runden Bauteilen. Um dabei senkrecht in euren Zylinder einschneiden zu können, nutzt einfach die Hälfte eures Reststücks vom ursprünglichen Kreiszuschnitt. Dieses halbe Reststück an eurem Führungsanschlag ist eine prima Hilfe. Und noch ein Tipp. Wenn ihr von der Zylinderunterseite eine dünne Scheibe abschneidet, könnt ihr den Kreismittelpunkt kinderleicht auf die Oberseite übertragen. Recht praktisch, um zum Beispiel Linien bis zur Mitte einzeichnen zu können. Oder um solch verrückt verspielte Bauteile zu entwerfen. Ein interessanter Mechanismus, oder? Insgesamt eröffnen das An-Ausschneiden und das in einem Stück Schneiden jede Menge Möglichkeiten, um nicht nur einteilige, sondern auch völlig neue und spannende Bauteile zu entwerfen. Sowas hier zum Beispiel. Ich bin gespannt, was euch dazu einfällt und wünsche frohes Zuschneiden mit eurem Heißdrahtschneider. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann.